Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben, heute gibt es bei uns mal Kulturlandschaft. Wir sind im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau und den wollen wir uns heute mal mit euch zusammen anschauen. Ja, auf geht's. Mit 830 Hektar ist der Muskauer Park der größte Landschaftspark Zentraleuropas im englischen Stil. Ein Drittel des Parks befindet sich auf der deutschen und 2 Drittel auf der polnischen Seite. Er ist damit eine der wenigen staatsübergreifenden Welterbestätten. Mehrere Brücken über die Neiße verbinden die beiden Teile des Parks. Glanz und Mittelpunkt des Parks ist zweifellos das neue Schloss im Neorenaissance-Stil. Leider war das Schloss bei unserem Besuch eingerüstet, was die Schönheit dieses Bauwerks etwas verdeckte. Im Schloss befindet sich die Besucherinformation und Ausstellungsräume. Wir wollten mit unseren großen Wanderrucksäcken aber nicht ins Innere des Schlosses gehen. Das Schloss ist umgeben von einer wundervollen Teichanlage und farbenfrohen Blumenrabatten. Majestätische, teilweise mehrere hundert Jahre alte Bäume geben dem Park ein besonderes Flair. Kannst du auch hinstellen. Ja, mach ich mal. Ja, ein schönes Geschoss. Zu den weiteren Gebäuden im Park zählt das sogenannte Alte Schloss, welches allerdings kein Schloss ist, sondern das Torhaus der einstigen Burganlage. Die Bezeichnung Altes Schloss geht auf Pückler zurück, der für seine Parkschöpfung ein älteres Bauwerk als Statussymbol brauchte. Bei diesem Gebäudekomplex handelt es sich um die Anlagen der herrschaftlichen Reitstallung und Stellplätze für die Kutschen sowie um einen Wohnbereich für die Beamten der Herrschaftsverwaltung. Baulich stellt die Anlage einen offenen Vierseitenhof dar. Ein insgesamt 50 Kilometer langes Wegenetz führt durch den Park. Wer möchte, kann sich im Schlossvorwerk ein Fahrrad ausleihen und den Park parat erkunden. Ebenfalls ist es möglich, eine Kutschfahrt durch den Park zu buchen.
Während es nach 1945 westlich der Neiße gelang, den Landschaftsgarten weitgehend unversehrt zu erhalten, fiel der polnische Teil in einen regelrechten Dornröschenschlaf. Flächen wucherten zu oder wurden sogar zugepflanzt. (1988) wurde ein deutsch-polnischer Vertrag zur gemeinsamen Wiederherstellung des Muskauer Parks unterzeichnet. Auf der oberen Terrassenkante im östlichen Parkteil hatte Pückler in enger Blickverbindung mit seinem Arbeitszimmer am Schloss ein Mausoleum geplant, jedoch nie realisiert. Die Familie von Arnim errichtete 1888 an dieser Stelle eine Gedächtniskapelle mit Friedhof, die 1945 teilweise zerstört und 1972 gesprengt wurde. Den einstigen Standort markiert heute ein schlichtes Granitkreuz. Der polnische Teil des Parks wirkt zwar etwas unaufgeräumter als der westliche, gibt dem Besucher dadurch aber eher den Eindruck einer Naturlandschaft. Und so fühlen wir uns zeitweise wie auf einer ganz normalen Wanderung und nicht wie auf einem Spaziergang durch einen Schlosspark. Ja, wir sind zurück am Parkplatz. Das war also der Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau, Genau. UNESCO-Welterbe. Also der Teil auf der deutschen Seite ist zwar der kleine, aber nach unserem Empfinden auch der schönere, ist wirklich eben eine sehr gepflegte Parkanlage, während es auf der anderen Seite eben mehr naturbelassen ist. Mehr Wild, ja, mehr Wild. Hat aber auch seinen Reiz. Also uns hat es sehr gefallen. Wer hierher möchte, zu empfehlen wäre eigentlich so zur Rhododendronblüte, denke ich mal, weil es hier unheimlich viele große Rhododendronbüsche gibt. Und das bestimmt ein sehr schönes Farbenspiel ist. Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Ansonsten war es das von uns heute. Danke Ja. fürs Dabeisein und tschüss, bis Dann zum tschüss, nächsten bis Mal. zum nächsten Mal. Ciao.